Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Wenn du gerade zum Beispiel in einer Word-Datei bist und dir fällt etwas ein, was du dir schnell aufschreiben möchtest, dann kannst du mit OneNote über die Tastenkombination Windows-Taste und N die sogenannten schnellen Notizen aufrufen, kannst dir dort etwas eingeben und diese schnelle Notiz entsprechend wieder schließen. Die ist damit gespeichert. Wenn du jetzt in OneNote wechselst, kannst du sie später jederzeit hier links unten über schnelle Notizen aufrufen und siehst dann das, was du eben für dich kurz notiert hast, ohne dass du jetzt groß zwischen den Programmen wechselst. Und diese schnellen Notizen lassen sich auch andocken über das Menü Datei Optionen. Anzeige kannst du neue Fenster für schnelle Notizen an der Seite des Desktops andocken. Das hat zur Konsequenz, dass du, wenn du zum Beispiel in Word bist und Windows-Taste und N drückst, dass du dann auf der rechten Seite diese schnelle Notiz angedockt bekommst und hier jetzt deine Information eingeben kannst. Und die Besonderheit ist, wenn du jetzt, während die Word-Datei geöffnet ist, hier eine Notiz eingibst, dann wird diese Notiz direkt mit der Word-Datei verknüpft. Das heißt, wenn du später die Word-Datei schließt und aus deiner schnellen Notiz über einen Klick auf das Word-Symbol wieder zu der Word-Datei zurückkehren willst, dann hast du sie hier direkt offen. Diese verknüpften Notizen sind eine coole Sache. Sie gehen in Word, in PowerPoint und in OneNote. In PDF, Outlook, Excel oder auch Edge gehen sie leider nicht, aber dazu mache ich mal ein genaueres Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.